Willkommen bei Perspective Beyond Your Mind. Ich bin Fompy the Bogle, euer Host, der euch durch die Dunkelheit führt. Und ich bin JRB, Erzählerin düsterer Geschichten, Stimme der Gänsehaut, Chronistin des Unheimlichen. In jeder Folge erwarten euch 3 schaurige Geschichten. Manches davon ist Legende, manches ist überliefert und manches soll wirklich passiert sein. Doch was davon wahr ist und was nur ein gut platzierter Schatten, das erfahrt ihr immer in der nächsten Folge. Dort decken wir auf, was davon wirklich passiert ist und was vielleicht besser im Dunkeln geblieben wäre. In unserem heutigen düsteren Bild wird ein sehr altes Motiv aufgegriffen: die verzerrte Wahrheit. Ist es wirklich ein falsches Spiegelbild, ein Monster hinter dem Spiegel oder die Verschiebung der Realität? Hierbei ist der Spiegel eine Grenze zwischen 2 Realitäten. Von außen wirkt die Frau erschöpft, leicht verwahrlost und hilflos. Ihre Reflexion zeigt etwas anderes, eine dämonische Verzerrung mit leeren, leuchtenden Augen und aufgerissenem Mund. Das Spiegelbild ist aktiv, aggressiv und die reale Person wirkt passiv. Der Spiegel hat hierbei mehr Leben als die reale Person. Wie ein Eigenleben. Das führt bei uns zur inneren Unruhe, denn die Regel, die wir kennen, scheint hier nicht aufzugehen. Die dämonische Verzerrung ist ein starkes Symbol für den Verlust und den Wahnsinn der Identität und zeigt eventuell das wahre Innenleben. Die leuchtenden Augen haben keinen Fokus und wirken besessen. Sie schauen durch die reale Person durch. Der Mund ist überdehnt und es sieht aus wie ein stiller Schrei in einem gefangenen Spiegel. Ein Schrei ohne Ton zeigt Hilflosigkeit. Als würde etwas aus ihr herausbrechen wollen, etwas Parasitäres oder vielleicht nur die bloße Angst? Die heraustretenden blutigen Tränen zeigen Verletzung und Zerstörung. Eventuell sind diese auch ein Zeichen des körperlichen Verfalls. Die Gefühle sind so intensiv und lebhaft, was im Kontrast zu dem verwahrlosten Körper steht. Die Augen sind leer und tot, und doch brechen Emotionen in Form von blutigen Tränen hervor. Die Umgebung des Bildes zeigt Verfall und im Spiegel wirkt alles krank und befallen. Vielleicht zeigt das Bild auch nur einen inneren Konflikt zwischen einem selbst, wie man sich sieht, aber erkennt sich selbst nicht. Hierbei ist das Monster nicht im Raum, sondern in dir. Das Bild zeigt verschiedene Ebenen wie Identitätsverlust, wer oder was bin ich, den Kontrollverlust, was geschieht hier mit meinem Körper, eine unzuverlässige Realität, das, was ich sehe, entspricht nicht dem, wie es ist, und zu guter Letzt die Isolation, denn niemand außer einem selbst sieht es. Dieses Bild zeigt eine Unerträglichkeit in einer Person, die schwer auszuhalten ist, eine Realität, die viele von uns kennen. Vieles bleibt im Verborgenen und wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Und somit sollten wir auch stets offen sein, nicht nur zu sehen, sondern zu verstehen. Auch unsere heutigen Geschichten sind stets mit Vorsicht zu genießen und genauso sehr sollte man zuhören und versuchen zu verstehen. Wie steht ihr zu verzerrten Spiegelbildern? Ist es auch eine Angst von euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Starten wir mit der Folge. Vertraut ihr euren Mitmenschen? Viele Menschen haben Vertrauensprobleme, oft durch Fehlprägungen und falschen Erfahrungen, die sich leider bestätigen. Für viele ist der Gang zu einem Therapeuten umso schwerer. Dieser Fall ist dabei besonders schwer.
Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte Der Stuhl des Therapeuten. Ein Therapeut führt eine Sitzung mit einem männlichen Patienten. Der Raum wirkt heruntergekommen und düster. Der Patient erscheint zunächst unsicher und spricht über seine Einsamkeit sowie den Verlust seines Goldfisches, den er als einzigen Freund beschreibt. Im weiteren Verlauf verändert sich das Gespräch. Der Patient beginnt, den Therapeuten gezielt unter Druck zu setzen und konfrontiert ihn mit dem Vorwurf, indirekt am Tod eines Menschen beteiligt gewesen zu sein. Der Therapeut reagiert zunehmend verunsichert, verliert zeitweise die Kontrolle über seine Gedanken und erlebt eine Wahrnehmungsstörung in Form einer Erscheinung. Schließlich gelingt es dem Therapeuten, die Situation aufzulösen. Die Polizei wird hinzugezogen und der Patient als Täter identifiziert. In der späteren Bewertung wird er als stark manipulativ beschrieben. Am Ende bleibt jedoch ein Zweifel bestehen. Der Patient hatte den Therapeuten detailliert analysiert und behauptet, ihn beinahe beeinflusst zu haben. Zudem entsteht Unsicherheit darüber, ob die Wahrnehmung des Therapeuten ausschließlich Einbildung war, da bestimmte Informationen scheinbar nicht erklärbar sind. Es gibt tatsächlich eine Geschichte eines Serientäters im Gefängnis, dessen Haustier, ein Fisch, starb, und er trauerte bei seinem Therapeuten. Das war jedoch vorgespielt. Er wollte nur sehen, wie sehr er den Therapeuten manipulieren kann. Raus kam das alles mit seinem Buch, das er in seiner Zelle versteckt hatte. Doch ist die Geschichte genau so passiert? Fiel durch einen Traum das Kartenhaus zusammen? Nein, natürlich nicht. Die Geschichte wurde zwar von einem wahren Fall inspiriert, doch ist sie so nie passiert. Von welchem Fall wurde diese Geschichte inspiriert? Der Fall ist von jedem Psychopathen inspiriert, der je existierte. Der Psychologe Robert Hare, einer der weltweit führenden Forscher zur Psychopathie, beschreibt in seiner Arbeit mehrfach reale Begegnungen mit Insassen. Was genau machen die Insassen? Viele Insassen waren extrem kooperativ und wirkten reflektiert, scheinbar einsichtig und zeigten Reue. Sie erzählten oft über persönliche Geschichten, die Mitgefühl auslösen sollten. Die Mitgefühl auslösen sollten? Genau. Einer dieser Insassen sprach offen über seine Gefühle und wirkte emotional berührt. Er vermittelte den Eindruck, sich wirklich ändern zu wollen. Das ist doch ein Fortschritt, oder? Nicht ganz. Denn nach längerer Beobachtung wurde klar, dass seine Aussagen nicht konsistent waren. Die Emotionen wirkten situativ angepasst und er reagierte stark darauf, wie Hare, also der Psychologe, selbst reagierte. Und was kam am Ende heraus? Dass er Hare und andere gezielt gelesen hatte und er nutzte das Wissen über Emotionen, um Vertrauen zu erzeugen und Vorteile zu bekommen. Was für Vorteile wollten Sie genau erzielen? Bei den Fällen, die Robert D. Hare beschreibt, ging es nicht um ein einzelnes konkretes Ziel, sondern um typische strategische Vorteile, die solche Insassen durch ihr Verhalten erreichen wollen. Wie eine bessere Einschätzung durch Fachpersonal, indem sie empathisch wirken, reflektiert sprechen und Reue zeigen. Dies kann dazu führen, dass er als weniger gefährlich, therapierbar und stabil eingeschätzt wird. Sein Vorteil könnte sein, ein besseres Gutachten, positivere Berichte und Lockerungen im Vollzug. Psychopathen können Emotionen verstehen, ohne sie zu empfinden, und genau das macht sie überzeugend? Genau, das nennt man die instrumentelle kognitive Empathie. Was hat bei euch die Geschichte ausgelöst? Falls ihr Lust habt, uns bei der Produktion der Folge zu unterstützen, dann abonniert gerne diesen Kanal, gebt uns ein Like und besucht uns bald wieder. Mögt ihr Bilder? Was genau mögt ihr an Gemälden? Versteckte Feinheiten und Botschaften? Vermeintliche Warnungen? Schaut genau hin, denn das Bild könnte euch mehr verraten, als ihr glaubt. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte Seelensammler.
In einer Kleinstadt verschwinden seit Jahren Menschen spurlos. Die Bevölkerung lebt in Angst und hält sich an Gerüchte und Regeln, da es keine Beweise gibt. Besonders das Haus eines älteren Paares, der Haydens, Magda und Reichard, wird gemieden, da viele Vermisste zuletzt dort gesehen wurden. Der Erzähler arbeitet als Zusteller und beobachtet, wie ein Handwerker das Haus betritt und ein Schrei ertönt. Auch die Polizei reagiert ungewöhnlich und bestätigt fälschlicherweise, dass alles in Ordnung sei. Später wird der Erzähler selbst regelmäßig in das Haus gebeten. Das Paar wirkt freundlich und kindlich, zeigt jedoch gelegentlich ein unheimliches Verhalten. Bei einem Besuch bemerkt der Erzähler einen großen Vorhang, hinter dem sich ein verstörendes Bild mit entstellten Menschen befindet, darunter auch das Paar selbst. Plötzlich findet er sich im Haus wieder, obwohl er es nicht bewusst betreten hat. Magda und Reichard greifen ihn mit einer Schrotflinte und einer Axt an und behaupten, nicht sterben zu können. Durch ein beschädigtes Paket tritt Benzin aus, das sich entzündet. Das Bild gerät in Brand, woraufhin Schreie daraus zu hören sind. Und auch das Paar selbst Feuer fängt und stirbt. Der Erzähler überlebt schwer verletzt. Nach dem Brand tauchen die zuvor verschwundenen Menschen wieder auf, unverändert, wie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Die Ergebnisse bleiben ungeklärt, doch der Erzähler zieht eine Parallele zur Geschichte, das Bildnis des Dorian Gray. Eine einnehmende Geschichte mit vielen verschiedenen Elementen. Ein Bezug zu Dorian Gray zu finden, ist unvermeidbar. Aber genau wie Dorian Gray ist diese Geschichte alt und erfunden. Die Geschichte ist nie passiert. Diese Geschichte wirkt, als wäre das Gemälde ein Gefängnis gewesen. So gesehen ist es wahr. Es war ein Gefängnis und gleichzeitig konservierte das Bild die Lebenskraft und gab diese den Eigentümern. Somit hat es nicht ganz das gleiche Fundament wie Dorian Gray. Vielleicht erklärst du noch mal kurz Dorian Gray. Gerne. The Picture of Dorian Gray ist ein Buch von Oscar Wilde. Dorian Gray ist ein junger Mann von außergewöhnlicher Schönheit. Ein Maler fertigt ein Porträt von ihm an. Durch den Einfluss von Lord Henry beginnt Dorian, ein Leben voller Genuss und moralischer Rücksichtslosigkeit zu führen. Er wünscht sich, dass nicht er selbst altert, sondern das Bild an seiner Stelle. Dieser Wunsch erfüllt sich und Dorian bleibt jung und äußerlich makellos. Das Porträt verändert sich und zeigt die Folgen seiner schlechten Taten. Während Dorian immer skrupelloser wird, versteckt er das Bild, damit niemand die Wahrheit sieht. Als ein Freund das Geheimnis entdeckt, bringt Dorian ihn um. Am Ende kann Dorian die Schuld und das veränderte Bild nicht mehr ertragen und er zerstört es. Dabei stirbt er selbst. Nun gezeichnet von seinem Leben, während das Porträt wieder sein ursprüngliches schönes Aussehen annimmt. Die Moral hier ist, dass man seine moralischen Verfehlungen nicht dauerhaft verdrängen kann. Sie haben immer Konsequenzen. Also stirbt Dorian Gray am Ende? So ist es. Dorian Gray zerstört das Bild und die Alterung geht auf ihn über, wodurch er verstirbt. Das Bild selbst wird wieder ursprünglich jung und schön. Bei unserer Geschichte wird aber keine Jugend und Sünde versteckt. Richtig, die Lebenskraft bzw. Lebenszeit wird weiterverwendet. Erst als das Bild zerstört wird, werden die Leben freigegeben. Es wird nicht aufgeklärt, wie das Bild entstand. Das ist tatsächlich jedem selbst überlassen, sich eine Geschichte zu überlegen. Vielleicht war es wie bei Dorian Gray, einfach ein Wunsch, der in Erfüllung ging. Kanntet ihr die Geschichte von Dorian Gray? Wenn ihr die Geschichte kennt, woher genau? Würdet ihr auf so einen Deal eingehen? Kommen wir zu der dritten Geschichte. Was für andere normal ist, ist für wieder andere außergewöhnlich. Doch was ist denn überhaupt normal? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich bitte um eure Aufmerksamkeit für die Geschichte Ein zusätzliches Familienmitglied. Der Erzähler trifft sich nach der Schule mit seinem neuen Freund Paul. Sie verstehen sich gut und gehen zu Paul nach Hause, einem großen alten Haus. Während sie gemeinsam kochen und Zeit verbringen, bemerkt der Erzähler plötzlich einen Schatten, der sich wie eine Person bewegt. Als er Paul darauf anspricht, reagiert dieser völlig ruhig und erklärt, dass es sich um einen Hausgeist handelt, der in dem Haus lebt und harmlos sei. Für Paul ist das normal, doch der Erzähler bleibt verunsichert. Auch bei späteren Besuchen sieht er immer wieder diesen Schatten, während Paul weiterhin unbeeindruckt bleibt. Die Kernaussage hier ist: Ein scheinbar normales Treffen entwickelt sich zu einer unheimlichen Erzählung, bei der Übernatürliches für den einen alltäglich, für den anderen jedoch verstörend ist. Deswegen ist die Geschichte falsch. Nein, die Geschichte ist tatsächlich so passiert. Es ist kaum vorstellbar, aber kann man sich wirklich an Spuk gewöhnen? Ja, man kann sich an alles gewöhnen. Wichtigste Gründe hierzu sind wiederholte Reize. Diese wirken weniger bedrohlich. Alles wird normal. Was oft passiert, fühlt sich irgendwann alltäglich an. Es scheint aber nicht, dass Paul davon irgendwie beeindruckt ist oder Unbehagen empfindet. Für Paul ist es nichts Besonderes mehr, während es für andere weiterhin unheimlich wirkt. Sein Freund war total beunruhigt, aber daran sieht man, wie sehr sich Menschen gewöhnen können. Andere empfinden dies als sehr beängstigend. Hatten beide später weiterhin Kontakt? Nein, der Kontakt verlief sich, aber das hatte mit dem Spuk nichts zu tun, sondern mit dem typischen Auseinanderleben. Interessant ist hierbei, dass beide es als etwas Übernatürliches wahrnehmen und es dabei belassen. Das zeigt vor allem, wie stark Wahrnehmung von Kontext und Einfluss geprägt ist. Der Erzähler übernimmt Pauls Erklärung, der Hausgeist, statt selbst zu hinterfragen. Hierbei sieht man den Stellenwert des sozialen Einflusses. Wenn jemand ruhig bleibt, wirkt das automatisch glaubwürdiger. Dies wird auch eine schnelle Sinnsuche genannt. Das Gehirn greift lieber zu einer einfachen Erklärung, etwas Übernatürlichen, als Unsicherheit auszuhalten. Nicht das Übernatürliche ist entscheidend, sondern wie schnell Menschen eine Erklärung akzeptieren, wenn sie ihnen Sicherheit gibt. Vielen Dank für die Einordnung. Beim nächsten Mal geht es mit Geschichten weiter. Wenn ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht in jeder Folgenbeschreibung. Hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo. Damit unterstützt ihr uns am meisten und das ist komplett kostenfrei. Sie finden die Geschichten unfassbar, doch wurden sie uns so zugetragen. Aber vielleicht ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Ihr Frumpy the Bogle.